Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole sky. Wir begeben uns auf die Spuren von einem der berühmtesten Poeten, Hafiz, in seiner Heimatstadt Schiraz. Schiraz ist bekannt als Stadt der Poesie, der Gärten, von wunderschönen Mausoleen. Zudem auch eine sehr liberale Stadt. Und kein Wunder, verbringen wir gerade ein paar Tage dort. Der Hauptgrund, warum wir Schiraz besuchen, ist die Nasir al-Mulk-Moschee. Denn da scheint die Sonne früh morgens durch Buntglasfenster in einen Seitenflügel und taucht der Raum in regenbogenfarbiges Licht. Wir sind in der bekannten pinken Moschee, Nasir al-Mulk Mosque in Schiraz. Und das Überraschende ist, neben diesen vielen rosaroten Fliesen hat es auch ganz viele Bilder von Kirchen, die abgebildet sind. Und das kommt daher, da als Respekt gegenüber anderen Religionen, die auch an Gott glauben. Schiraz ist die Stadt der Poesie, der berühmten Dichter Sadi Hafiz und auch die Stadt der Gärten. Und wir haben hier schon richtig Frühling. Alles blüht, gedeiht, angenehme warme Temperaturen. Und man kann hier sogar ein bisschen Hemden haben, was sonst nicht möglich ist. Also genau. Nicht nur wir, sondern auch Iraner haben wir da schon gesehen. Ich glaube, die junge Perle und wahnsinnig gerne in die Gärten, um ein bisschen ihr Date geniessen. Verständlicherweise schauen sie ja. Salam, unser letzter Tag in Schiraz und eine meiner liebsten Beschäftigungen ist ja vermehrt gehen oder hier auf dem Basar. Genau, und hier hat es einen wunderschönen Basar entdeckt. Wir leben hier jetzt mit da rein. Das ist kurz vor Nowruz und zum Nowruz ist es typisch, dass man sich ein neues Outfit zulegt, inklusive Socken und Unterwäsche. Und die Leute sind extrem am Shoppen die letzten Tage. Das haben wir richtig vermerkt. Teilweise fast kein Durchkommen gewesen. Schau euch das Restaurant an. Ja. Wir sind mal nicht in einem Basar, sondern in einem iranischen Shopping Mall. Und es ist ein mega Ghetto mit ganz vielen kleinen Läden. Ja. Da mit einer super schönen Schaufensterpuppe. Und natürlich keine internationale Marke, nichts. Nein, da hat es einen H&H. Was haben wir, das ist? Ein Schalladen? Ja. Ein neues Oberteil gefunden. Ja, wir
sind Kleider kaputt gegangen und jetzt habe ich plötzlich zu wenig Kleider in mir an. Und er hätte gedacht, dass ich Pink Floyd höre beim Shopping-Erlebnis in dem Mal. Ja. Nach 5 wunderbaren Tagen in dieser spannenden Stadt haben wir uns aufgemacht in Richtung Wüstenstadt Yazd. Eine Strecke von über 500 km und einige Höchst und Tiefs erwartet uns. Ja, gestern Abend im Dunkeln sind wir in einem kleinen Dorf Kalata gekommen. Und hier beim Ramin im Künstlerhostel haben wir übernachtet, eigentlich in diesem Zimmer in der Stube. Und ja, jetzt ist Sonnenlicht draussen und jetzt wird es Zeit, mal Galat selber zu erkunden. Es soll anscheinend ein herziges Dorf sein mit ein paar Wasserfällen. Ja, mal schauen. Ja, wir haben uns jetzt gerade gefragt, wenn wir das letzte Mal in einem Dschungel waren. Ja, dazu muss man sagen, der Dschungel ist auf Farsi Wald. Ja, deswegen fragen sie uns immer, ob es in der Schweiz auch Dschungel hat. Genau. Wir waren am Anfang immer ein bisschen confused, also ein bisschen verwirrt ab dieser Frage. Aber ja. Jetzt ist es klar. Genau. Also schau da Junge, als erstes ran ist Dschungel. Das war unser Schlafplatz. Ja, wir sind kurz vor Persepolis. Hier ist gerade die antike Stadt, die wir jetzt anschauen. Mhm. Ja, und das klingt jetzt alles so, als wäre alles wie immer wunderbar und nur lässig. Aber wir wollen euch an die andere Seite von so einer Reise nicht vorenthalten. Es ist aber oft so, dass wir in schwierigen Momenten nicht filmen. Gestern haben wir wirklich keinen guten Tag gehabt. Es sind 2 sehr unangenehme Sachen passiert. Ja, als erstes sind wir über etwa 10-15 Kilometer lang von einem Töffli verfolgt worden. Der ist immer wieder vor uns oder hinter uns gefahren und dann hat er uns wieder mal angesprochen. Und es war eigentlich recht klar, dass der uns überfallen wollte. Dann haben wir am Abend einen Platz gesucht, sind von der Hauptstrasse abgebogen auf ein Feld raus, Feldweg, dort rausgefahren und dann hat uns plötzlich ein blauer Wagen, so das Auto überholt und hat angefangen mit uns zu reden. Aber dann ja, ist er irgendwie immer mühsamer geworden, hat nicht mehr weitergehen, hat irgendwie gemeint, ja, da hinten sei fertig, wir sollen da sich mit ihm dann mitfahren und so weiter. Ist dann immer zutraulicher geworden und hat dann schlussendlich Lisa sexuell belästigt. Ein bisschen. Auf jeden Fall jetzt versuchen wir uns wieder zu freuen und den Tag zu geniessen und gehen Persepolis anschauen. Ja, willkommen in Persepolis. Das war das Eingangstor. Persepolis war keine Residenzstadt oder Regierungsstadt, die Stadt damals in Susa. Persepolis ist gebraucht worden, um gewisse Feste zu feiern, Zeremonien wie zum Beispiel Nowruz, also das persische Neujahr. Und zufälligerweise ist das heute. Ja, also dementsprechend werden extrem viele Leute da sein. Ja, es ist der Tag, um das zu besuchen. Ja. Also oben an der Säule ist das türkische Mosaik, da oben war eine Holzdecke und da vorne ein riesiges Portal. Ja, so taucht man hier ein. 3D. Mega toll, das haben wir bis jetzt noch nie an einem Ort gesehen, so eine 3D-Brille, um sich vorstellen, wie es mal ausgesehen hat. Ja, Persepolis war die wichtigste Residenzstadt vom Achaemeniden-Reich, also vom ersten grossen persischen Reich. So was ist das, 330 bis 550 bis 330 vor Christus. 330 ist zerstört worden von Alexander. Also wir schauen hier etwas an, das ungefähr 2500 Jahre alt ist.
Wie gesagt, das ist zu Repräsentationszweck gebaut worden. Und in diesen wunderschönen Relief sieht man noch, wie Menschen und Delegationen von ganz vielen Bereichen vom grossen Persischen Reich hierher gekommen sind und dem König Geschenke mitgebracht haben. Dem Typ, der dort drinnen hockt, müssen wir jetzt unseren Zeltplatz verlassen und im letzten Moment, kurz bevor die Sonne untergeht, alles nochmal zusammenpacken und weggehen von hier. Ja, es ist jetzt 5 Uhr, die Sonne geht unter und wir haben einfach einiges im Iran irgendwo früh ankommen. Ja, etwa 300 Meter an einem anderen Ort von vorher haben wir jetzt einen Platz gefunden. Die Sonne geht leider unter, wir hätten gerne vorher gegessen, bevor die Sonne untergeht. Aber ja, immerhin haben wir schon gekocht und das Zelt steht auch wieder. Grünes Teigcurry, so lange schon nicht mehr gehabt. Wow. Als Belohnung nach dem Tag. Ja. Guten. Guten Morgen und Nowruz Mubarak, ein gutes Neues. Ja, heute ist tatsächlich der erste Tag vom neuen Jahr hier im Iran. Und zwar haben wir jetzt das Jahr 1401. Wir fühlen uns also sehr in der Zeit zurückversetzt. Und heute ist der 22. März. 21. März, genau. Der 21. März. 22 ist sozusagen der 1.1.1401. Genau. Und wir brechen auf von unserem nicht wirklich freiwillig gewählten Zeltplatz von gestern Abend. Und als nächstes gehen wir die Grabstätte von Darius, vom ehemaligen König vom ersten Perserreich, anschauen. Naqsh-e-Rustam. 436 vor Christus ist der Darius der Grosse, der König, der Persepolis unter anderem angefangen hat zu bauen, gestorben. Genau. Und Darius sind Vorfahren, wie die Iraner immer wieder lustig finden. Genau, so oben weiter. Oder ist er mal gelegen? Nicht schlecht. 36 Jahre Regentschaft. Mit Übernahme der Grosse. Natürlich. Es gibt dann noch einen Darius II., aber wir haben jetzt entschieden... Ja, der ist nicht so gross. Das ist der Vorfahre von Dario, ist der Darius der Erste gewesen. Aber nicht schlecht, ich meine, es ist so spannend, wie Völker weltweit immer wieder auf die gleiche Idee kommen, mit Gräber in Felsen hauen. Speziell finden wir auch, dass es eigentlich so eine Kreuzform hat. Und es erinnert natürlich ein bisschen an Petra, aber in Jordanien, aber auch schon an der lykischen Küste haben wir ähnliche Strukturen gesehen. Ja, spannend, solche Sachen zu bemerken auf so einer Reise. Wir sind hier im Pasargard. Wir haben nicht vor, jetzt reinzugehen, weil schaut euch das an, es ist voller Leute. Nee. Total voll, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, vorher schon, die ganze Straße, Verkehr. Alle am Zelten und Picknicken. Überall Staub und alles voller Leute. Ja, wir versuchen jetzt irgendwie rauszufahren und den Zeltplatz zu finden. Ja, und zwar gehen wir dort hinterher. Ja, nachdem wir vorher durch ein mega Gewusel im Pasargard gefahren sind, haben wir jetzt doch noch ein ruhiges Eckchen gefunden. Und was für ein schönes. Hey, schaut euch das an. Das ist unser Platz für heute. Guten Morgen, da hinten war unser Zeltplatz und jetzt? Sind wir schon bei unserer ersten Sehenswürdigkeit. In einer antiken Straße, die wir vor über 2'500 Jahren gemacht haben. Die alte Straße hat die Hauptstadt vom Achämenidenreich oder der Regierungshauptort Susa mit einer anderen Stadt verbunden. Das ist über Tausende von Kilometern gegangen. Und natürlich war man da früher mit den Rössern unterwegs oder den Esel, nehme ich an. Ja, speziell auf so einem uralten Pfad entlang zu laufen. Und wir haben das nur per Zufall erfahren von einem netten Herr, einem Mose, gestern im Dorf Siwand, der uns von dem erzählt hat und gemeint hat, wir sollen das unbedingt suchen, da geht niemand hin. Das ist cool. Mega. Man mast tu divane,
را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. Ja, wir haben im Dorf fahren, kein Rabatt, gerade Nüssli mit dem Geschenk bekommen. Es ist nicht das erste Mal, wir haben hier auch noch ein paar Säcke Nüssli, wo schon ein bisschen mega durcheinander ist. Wir kriegen jeden Tag Sachen geschenkt, weil wir selten Nüsse oder Früchte posten. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Picknick. Da vorne geht die Hauptstraße durch. Genau. Wir wollten fast eine Challenge daraus machen. Was passiert, wenn wir einfach da das Picknick machen in Sichtweite von vorbeifahrenden Iranern? Wie viel Mal werden wir zum Mittag eingeladen? Ja, mehrere Mal passiert. X-Mal haben Töffel rechts umgekehrt gemacht oder das Autos sind einmal runtergefahren, um uns zum Mittagessen einladen. Genau, der wollte uns noch mitnehmen, 5 Minuten mit dem Auto zu irgendeinem Park, der viel schöner ist als hier, wo es noch Wasser hat, wo man noch baden könnte. Ja. Sehr lustig. Mit der Iran. Ja. Es ist intensiv hier zu reisen, fordernd und bereichernd und ich glaube, wir gleich. Wir haben schon vorher jetzt mal gefunden, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal für ein paar Tage jede Einladung würde annehmen, die man bekommt. Wo nicht sehr auf ist, wo ernst gemeint ist. Wo ernst gemeint ist, ja. Mal schauen, ob wir das mal noch machen, dort wird die Energie. Es wär noch lustig, aber natürlich nicht, wenn man muss ein Ziel erreichen muss, weil dann kommt man nicht vorwärts. Also wenn wir jetzt so zurückdenken, wir wären jetzt nie nicht noch. Ja, immer noch im Süden. Ja. Ja, wir sind jetzt gerade mit dem Töffel davon gefahren und haben uns das geschenkt. Dabei haben wir jetzt gerade aussortiert, damit wir nicht so viel mitnehmen müssen. Das sind zwei von denen, die vorher schon mal da waren und uns zum Mittag haben einladen. Ich glaube, sie sind jetzt extra ins Dorf gefahren, um uns das zu posten. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben heute über 120 Kilometer gemacht und noch etwa 600, 700 Höhenmeter. Also, taffe Leistung. Mega viel Gegenwind gehabt. Wir haben es geschafft. Wir sind im Zentrum Historisität. Da hinten ist der Windturm von unserer Unterkunft. Anscheinend der bekannteste Windturm im Iran ist auch auf der Riyadh-Note. Auf einer 20'000er Note. Nicht viel wert, aber trotzdem sehr beeindruckend. Ja, aber wir sind doch ein bisschen geschafft. در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. Im Iran ist Zypresse ja ein sehr wichtiges Symbol, das auch auf verschiedensten Orten vorkommt. Und da haben wir ein besonders wunderschönes Exemplar von einer 4'500 Jahre alten Zypresse. Wir sind hier in Abarkur losgefahren und haben jetzt 50 Kilometer Wüste vor uns. Und blöderweise windet es ein bisschen, Seitenwind. Und wie man so vielleicht im Hintergrund sieht, hat es ein bisschen Sand in der Luft. Und wir sind jetzt vorgewarnt worden, dass es einen Sandsturm hat hier. Jetzt wissen wir nicht genau, ob wir weiterfahren oder nicht. Wir bleiben glaube ich, jetzt mal ein paar Minuten da und schauen mal vorwärts. Ja, die 10 Minuten warten haben sich glaube ich gelohnt, weil jetzt haben wir Rückenwind. Aber wenn ihr dort vorne seht, vielleicht sehen Sie es auch nicht, hat es doch noch ein bisschen Sand in der Luft. Dort hat es eine Art wie eine Windhose. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht reinkommen. Ja. Wir müssen halt immer vorsichtig vorwärts fahren.
Ja, wir haben entschieden, wir bleiben heute da. Dem ehemaligen Bauernhof. Alles aus Lehm gebaut. Da haben wir gestern Abend übernachtet. Und heute? Da. In diesem Lehmhaus. Geschützt vom Wind. Und der Dario ist hier gerade den Duschsack am Installieren in unserem Badzimmer. So. Wird das etwas? Ja, es ist ein bisschen niedrig für mich, aber es geht. Duschen mit Aussicht. Ja. So Sachen kann man auch für ein Loch brauchen. Und mit einem Hering bringt man alles fest. Ja, das Geheimnis ist gelüftet, was wir heute den ganzen Tag rumgeschleppt haben und geschenkt haben bekommen vom Hotelbesitzer, seiner Mama. Das Reisgericht mit Granatäpfelsauce. Und irgendwie, was ist das? Brot? Dachte ich. Dachte ich. Reiskruste. Ist das Reiskruste? Ja. Ist nicht Brot angebrötelt? Ah, kann das sein, ja. Oder weißt du, das Lavash? Das sieht so noppelig aus. Ein guter. Ein guter. Nur sehr gern. Guten Morgen. Wir haben wunderbar geschlafen in unserem Lehmhaus hier. Es war mega angenehm, nicht zu kalt, nicht windig. Sehr, sehr toll. Ja, und wie man sieht, windet es jetzt schon wieder recht. Ich hoffe auf Rückenwind. Wir müssen nochmal auf den Pass rauf, auf 2600 Meter. Genau. Das ist der letzte Berg, der ist geplant vor der Wüstenstadt Yazd, wo wir dann ein paar Tage eine Pause machen. Und wir uns sehr, sehr, sehr fest darauf freuen. Ja, also jetzt heisst es mal 26 Kilometer rauffahren. بی صحبت جان جا جانانه 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 بی صحبت جان جا جانانه. Ja, wir sind da oben. Wir haben 900 Höhenmeter jetzt gemacht. In nicht ganz 3 Stunden. Recht geil. Aber es ist so windig und so kalt. Wir gehen jetzt weiter runter. Wir fahren los. Da geht's. من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. Nach einem langen Tag im Sattel sind wir in der Wüstenstadt Yazd angekommen. Aber was wir dort alles erleben und warum dass wir einen spontanen Ausflug nach Teheran machen, erfahren ihr im nächsten Video. در شب یکی کس را هوشیار نیست هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه شوریده و